Intro! Hey guys! Welcome to our new video in our slightly different setting today. Yes, we changed a little bit on our video setup. No, we changed a little bit on our video setup. Yes, and also we will change the language of our videos. So this video and the next videos will be in German for now. Yes, we would like to find out if it's easier for us and more natural to talk in German to you. But for all of you who are not speaking German, there will of course be subtitles available that you can activate in the settings. In unserem neuen Studio. Ihr habt ja gerade gesehen, dass wir ein bisschen was gebaut haben. Wir haben die letzten Wochen, in denen es zu kalt war, um an Oleg zu arbeiten, dazu genutzt, uns hier einen kleinen schönen Hintergrund zu bauen, und Yoshi hat uns mit der nötigen Technik versorgt. Ja, wir hatten ja all diese Sachen hier rumstehen, irgendwie die Sitze vom Lader, Reifen, Ersatzteile, irgendwie noch ein altes Regal, und ja, daraus ließ sich kurz mit ein bisschen Molton im Hintergrund noch ein ziemlich schönes Setup zaubern. Ja, und da wir bisher auch die ganze Zeit eigentlich immer ohne zusätzliche Lichtquellen gefilmt haben, was jetzt hier oben definitiv nicht mehr funktioniert hat, brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Beleuchtung, und haben uns kurzerhand dazu entschieden, einfach selber LED-Panels zu bauen. Ich habe viel getan. Ja, könnt ihr euch noch mal kurz angucken, wie wir unsere selbstgebauten LED-Panels gebaut haben. Sie sind noch nicht ganz fertig, man kann sie noch nicht dimmen. Da fehlen noch Teile, die jetzt hoffentlich die Tage kommen. Aber sie leuchten schon mal. Sind schon wunderschön. So viel zu den Lampen. Wir haben uns gedacht, wir nutzen dieses Video auch einfach mal, um ein bisschen zu quatschen und euch auf den neuesten Stand zu bringen, weil der ursprüngliche Plan, dass Oleg an Weihnachten fährt, offensichtlich nicht funktioniert hat. Nicht ganz. Wir haben euch ja gefragt, ob ihr Fragen dazu habt oder grundsätzlich Fragen an uns habt. Die Frage, die uns eigentlich am häufigsten erreicht, ist, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Wie ist der aktuelle Stand? Wie ist der Plan? Wie geht's weiter? Und vor allem auch, wie ist der Zeitplan? Und inzwischen würde ich sagen, wir haben eigentlich nicht mehr wirklich einen Zeitplan. Haben wir über Bord geworfen. Also, ich glaube, wir haben einfach akzeptiert, dass die Dinge so lange dauern, wie sie dauern, und dass wir vielleicht Baustellen finden werden, mit denen wir am Anfang nicht gerechnet haben. Und um die kümmern wir uns dann einfach, wenn wir sie finden. Und wenn wir keine finden, können wir mit dem weitermachen, was wir geplant haben. Ja, also natürlich ist das, was wir... Der ursprüngliche Plan war ja mal, wir kaufen Oleg, machen ihn ein bisschen fit und bauen ihn dann um. Ja, daraus ist ja jetzt eine komplette Restaurierung geworden.
Und ich finde es aber auch mittlerweile nicht schlimm. Anfangs war es ein bisschen genervt vielleicht, aber ja. Ich glaube, du lernst auch viel dadurch. Du bist halt an einem Punkt, wo du hättest einfach ein bisschen was machen und dann losfahren können. Und jetzt machst du halt viel mehr und lernst dann auch noch was dabei. Korrekt. Und ich habe hinterher an dem Auto wieder alles in der Hand gehabt, so wie allen Projekten, die irgendwie anfangen. Aber ja, dafür wird er bestimmt ganz hervorragend. Und ja, zieht sich jetzt natürlich alles noch ein bisschen hin. Jetzt aktuell der Stand, dass ich die Tage die Sachen vom Sandstrahler abgeholt habe, die letzten. Also die Teile vom Verteilergetriebe zum Beispiel. Und die letzten Fahrwerksteile für vorne, die jetzt lackiert werden. Ich finde es so faszinierend, wie gut die aussehen. Also Ja. als wir die da hingebracht haben, waren sie halt schwarz und rostig. Das sieht aus wie neu. Dafür, dass man es hinterher nicht sieht. Dass sie wahrscheinlich ungefähr einen Monat so aussehen werden. Ja, die restlichen Fahrwerksteile sind jetzt auch hier. Das heißt, die können jetzt auch die Tage anfangen zu lackieren. Und dann hoffentlich bald anfangen, vorne das Fahrwerk zusammenzubauen und Oleg vorne wieder auf Räder zu stellen. Das ist so der nächste größere Meilenstein. Und hoffentlich, wenn es jetzt wärmer wird, versuchen den Motorraum mit der Raptor-Lackierung zu lackieren, um da auch voranzukommen. Der Zylinderkopf ist schon größtenteils zerlegt, den können wir jetzt sauber machen. Die 1-2 defekten Teile austauschen und wieder zusammensetzen, dann ist der auch wieder fertig. Den restlichen Motor reinigen und den schon wieder aufschrauben. Ja, und dann geht es so langsam, nimmt es dann Form an, bevor wir dann an der Hinterachse anfangen und mit dem Zerlegen weitermachen. Ich habe auch das Gefühl, wir gucken irgendwie so den Fortschritt an und sehen, wie unfertig es einfach am Anfang war. Und jetzt sieht man so, okay, wir bauen noch den Motor aus und dann wieder ein und dann ist es halt eigentlich im Motorraum wunderschön. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Zeitpunkt, wo wir Oleg umdrehen und dann hinten anfangen und wieder so bei Null starten. Aber ich glaube, die Hinterachse wird allgemein, abgesehen von den doch einigen Schweißarbeiten am Unterboden, wird die Hinterachse weniger Arbeit als Ich die hoffe. Vorderachse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was meinst du, wie viel du noch schweißen musst? Viel. Ich meine, das sind immerhin noch 2 komplette Schweller, die neu gemacht werden möchten. Ist noch einiges. Wir können Aber das Spaß ist gut, haben. weil ich habe ja noch gar nicht geschweißt. Richtig, dann kommst du auch noch mal zum Schweißen an Oleg und wirst noch die Schweißqueen. Mit dem Plan, dass ich auch mal eine Schweißnaht mache. Vielleicht erstmal außerhalb von Oleg. Schweißpunkt. Ich habe Ahnung. Vielleicht erstmal außerhalb von Oleg und dann schauen wir mal weiter. Ja, so sieht es momentan mit Oleg aus. Aber es geht voran, jetzt hoffentlich auch bald wieder ein bisschen zügiger, wenn das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird und man mehr machen kann in der Garage. Und vieles ist ja jetzt auch vorbereitet. Also wir kommen langsam an den Punkt, wo wir jetzt wirklich zusammenbauen können, wie zum Beispiel das Verteilergetriebe. Das ist jetzt auch das kaputte Lager ist da und die Dichtungen sind alle da. Das heißt, ich jetzt demnächst mal einen Tag Zeit habe, werde ich mich mal ransetzen und das wieder zusammensetzen, damit das schon mal mit einem Haken dran machen können. Fertig und dann geht es mit dem Getriebetrieb weiter. Ich finde auch, dass der Frühling jetzt so langsam kommt, ist irgendwie mega motivierend. Also ich merke immer selber, wenn du so fragst, und bist du irgendwie mit Schneiden beschäftigt oder kannst du mit zur Garage kommen und draußen sind es halt Minusgrade, denke ich mir so, ach, ich bin beschäftigt mit anderen Sachen. Einfach weil es so Sehr furchtbar nett. kalt ist. Nein, also ich bin ja auch beschäftigt und wenn ich Zeit habe, komme ich da auch mit. Aber momentan merke ich so an mir selber, dass ich es nicht schlimm finde, wenn ich zu Hause bleiben muss, weil ich schneiden muss oder so, weil es halt so furchtbar kalt ist. Und Ja, verständlich. ich glaube, ich habe auch einfach wieder mehr Motivation, wenn draußen so 10 Grad plus sind, zumindest, dann in die Werkstatt zu fahren und man muss nicht irgendwie 3 Jacken und eine Mütze und eigentlich Handschuhe anziehen und kann aber keine Handschuhe tragen, weil die Arbeit, die man da gerade macht, eigentlich Fingerspitzengefühl erfordert. Als ich Silvester das Video geschnitten habe, habe ich gedacht, oh Gott, hatten wir kurze Hosen an und das war ja voll entspannt. Und ich freue mich irgendwie drauf, dass es wieder entspannt wird. Nicht, dass es im Februar schon 20 Grad warm sein muss, aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich vor allem darauf, wenn wir weiter lackieren können. Dann sieht man auch mal was. Ich freue mich auch schon voll auf die Außenlackierung, obwohl das wahrscheinlich noch Monate warten wird. Wird noch dauern und ich habe noch keine Ahnung, wie wir das realisieren, aber das kriegen wir auch hin. Träume groß. Nächstes Thema. Guck da nicht so offensichtlich hin, dann sieht man, was da am Zettel hängt. Okay, nächstes Thema. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Aber ja, der ursprüngliche Plan, dieses Frühjahr hier die Zelte abzubrechen und dann Vollzeit damit durch die Gegend zu fahren, hat schon mal nicht funktioniert. Ist auch Ja. okay. Ist okay. Haben jetzt da auch einfach gar keinen Stress mehr, erzählt, so wie es ist. Das Auto dauert viel länger, werden mit Sicherheit noch bis, ich könnte jetzt September sagen und wahrscheinlich sind wir dann bis Dezember noch dran, je nachdem, was noch so kommt. Auf jeden Fall noch eine ganze Zeit, dann werden wir damit beschäftigt sein, bis Oleg so weit ist, dass man damit auch
auf Reisen gehen kann, Irgendwo hinfahren kann. dem Innenausbau fertig sind, all den witzigen und wichtigen Features, die man so kriegt. Ja, von daher werden wir ihn jetzt fertig bauen und wenn er fertig ist, werden wir ihn vielleicht mal ein bisschen erproben, mal ein paar kürzere Trips damit machen, Genau. um zu gucken, was noch gemacht werden muss, was cool ist und was nicht so cool ist und dann ja, einfach mal schauen, was die Zeit bringt und dann irgendwann hoffentlich damit auch mal länger unterwegs sein, aber wie gesagt, da machen wir momentan gar keine Gedanken zu oder wir. Jetzt steht erstmal auf dem Programm fertig werden und dann weiter gucken. Ja, und grundsätzlich ist ja auch die Situation auf der Welt gerade so unvorhersehbar, dass es eigentlich ganz gut ins Autoprojekt passt, zu sagen, wir nehmen einfach alles so, wie es kommt und entscheiden dann einfach aus der Situation heraus, wie es gerade in die Welt passt, in unser Leben passt und was wir gerne machen wollen und machen uns da gar keinen Stress. Ja, aber um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wohin eigentlich? Es gibt natürlich so einige Ziele, die wir gerne bereisen wollen, wo wir gerne hinwollen. Ich will auf jeden Fall mit dem Auto im Winter nach Lappland. Warum, weiß ich auch nicht, aber ich hätte Bock drauf. Ich weiß warum, weil du da schon mal warst und es toll war. Ja, aber warum ich jetzt ausgerechnet da mit dem Auto durch die Gegend fahren will und zelten will, kann ich mir nicht erklären. Weil du bist. Ja, gut, das kann sein. Ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Ziele. Osteuropa reizt mich sehr. Würde ich gerne mal hin, auch wenn ich da einfach noch nie so wirklich war. Ja, waren wir beide nicht. Richtig. Gerade von Osteuropa hat man irgendwie auch schon viel gehört, dass es schön sein soll mit Bergen und mit Wasser und Städtchen und irgendwie von allem so ein bisschen etwas. Und man kann gut Offroad fahren. Das sind eigentlich so momentan die beiden Punkte, die so in etwa feststehen. Um nochmal auf Oleg zurückzukommen, ein paar Änderungen, die sich in den letzten Wochen so ergeben haben, was unsere Pläne mit Modifikationen angeht. Ursprünglicher Plan war ja mal eine andere Frontstoßstange zu montieren mit einer Windenaufnahme, um eventuell eine Winde zu montieren. Ja, davon habe vor allem ich mich dann vorletzte Woche verabschiedet, einfach weil ich festgestellt habe, also wenn man da mal logisch drüber nachdenkt, ist dieses ganze Windenthema, meine Meinung, ich weiß nicht, ich habe so gedacht, okay, Winde ist cool, weil alle coolen haben eine Winde, das ist so ein bisschen mainstreamig und sieht ich habe total aber cool aus. ich habe aber nie wirklich drüber nachgedacht, ob es wirklich sinnvoll ist. Also klar, es ist sinnvoll, eine Winde zu haben, aber ist es wirklich sinnvoll, eine elektrische Winde vorne auf der Stoßstange zu haben? Weil sie nun mal dann vorne auf der Stoßstange ist. Und wir brauchen eine andere Stoßstange und wir müssen das mit dem TÜV wieder klären. Und du brauchst noch die Winde. Das ist auch alles gar nicht mal so günstig. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich erstmal die Serienstoßstange bleiben. Aber nicht unsere, sondern eine neue, weil Richtig, unsere ist verdellt. Also sehr wahrscheinlich die originale Laderstoßstange, dann irgendwie cool lackiert. Und dann wird es wahrscheinlich ein Greifzug oder so werden, ein kleinerer. Einfach weil wir den für alles nutzen können. Also den kann ich hinten am Auto anschlagen, vorne den kann ich extern vom Auto benutzen. Und es ist günstiger und aus meiner Sicht irgendwie die sinnvollere Lösung. Klar, es ist deutlich anstrengender, es dauert länger, aber wir werden mit dem Auto nicht auf der Flucht sein. Nee. Und Aber es ist einfach so ein bisschen universeller, ne? richtig. Haben wir wahrscheinlich am Ende mehr von. Genau, das ist so eine der großen Änderungen. Die Heckstoßstange wird wahrscheinlich auch original bleiben, aber ja, da sind wir mit dem Reserveradträger noch nicht hundertprozentig entschieden. Es kommt auf jeden Fall was und wahrscheinlich auch mit der originalen Stoßstange, aber wie genau, was, wo und warum, das müssen wir mal final klären, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit, also bis wir uns darum Gedanken machen können. Doch der ein oder andere Schweißpunkt ins Land ziehen. Ja, hast du noch irgendwas, was du gerne besprechen möchtest? Nö, ich glaube erstmal nicht. Wir haben über unser Studio gesprochen. Lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Uns gefällt es sehr gut. Dann haben wir uns erstmal ausgesprochen und wenn noch Fragen offen sind, könnt ihr uns die jederzeit stellen und dann beantworten wir sie einfach nochmal. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie wir die Lampen gebaut haben, lasst uns das auch gerne wissen, dann können wir dazu nochmal was machen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen hier oben wieder. Hoffentlich dann mit einem zusammengebauten Verteilergetriebe. Wer weiß, was so kommt die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe mal. Das wird fantastisch. Ich denke auch. So, von daher euch noch einen schönen Restsonntag oder wann immer ihr das guckt. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ah, da sind wir wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Richtig. Und nochmal tschüss. 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 Ist die Kamera schon an und nimmt das die ganze Zeit schon auf? Das nimmt die ganze Zeit schon auf. Läuft die Kamera jetzt schon, die Aufnahme? Du hast so. Die Laura, die ist ja mal so ein bisschen angespannt vor der Kamera. Die sitzt dann da so.